Was passiert, wenn wir sterben? Fährt unsere Seele in den Himmel, ins Paradies oder in die Hölle? Wandert sie vielleicht in einen anderen Leib? Oder lösen wir uns einfach in nichts auf? Sind wir zum ewigen Vergessen verurteilt? In dieser Sendung wollen wir uns mit landläufigen Vorstellungen des Todes befassen und sie mit der Wahrheit der Bibel vergleichen. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist es nicht an der Zeit zu erfahren, was im Augenblick des Todes passiert? Unser Thema heute ist die Frage, was passiert in dem Augenblick, wenn wir sterben? Man begegnet vielen Vorstellungen vom Tod. Aber allen ist gemeinsam, dass keine davon befriedigend, wirklich ermutigend oder gar befreiend ist. Was meinen Sie, was nach dem Tod geschieht? Für viele ist der Tod das Ende des Daseins, ein endgültiger Schluss des Lebens in jeder Form. Diese Vorstellung stimmt mit der Theorie der Evolution überein, nach der das Leben nur eine vorübergehende chemische Existenz ist. Doch die meisten Menschen wollen an ein Weiterleben nach dem Tod in irgendeiner Form glauben, auch wenn sie keine Christen sind. Als die englische Prinzessin Diana in einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam, legten Zehntausende Blumen und Trauerbotschaften vor den Toren des Buckingham-Palastes in London nieder. Eine Botschaft darunter gab sich als die Erwiderung Dianas aus. Sie hieß: Ich habe euch nicht verlassen. Ich bin noch bei euch. Ich bin in der Sonne und im Wind. Ich bin sogar im Regen. Ich bin nicht gestorben. Ich bin bei euch allen. Hier sehen wir einen Friedhof. Auf einem Friedhof wird man Inschriften finden, die Ähnliches aussagen. Wohlmeinende und gläubige Menschen versuchen, mit solchen Inschriften ihre Trauer oder ihre Angst vor dem Tod zu lindern. Manche Hinterbliebenen legen ein Gedicht, ein Foto oder etwas anderes in den Sarg hinein. Sie meinen vielleicht, dass sich der Verstorbene darüber freuen wird, und damit versucht man, sich selbst zu trösten. Nun, dafür habe ich volles Verständnis. Solche Hoffnungen sind jedoch auf die falsche Vorstellung zurückzuführen, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die sich beim Tod vom Leib trennt. Manche sind heute von den herkömmlichen Lehren über Himmel und Hölle nicht mehr überzeugt. Der Gedanke, dass man in den Himmel kommt, wird abgelehnt, weil man darin keine Beziehung mehr zum irdischen Leben erkennen kann. Was sollen wir in aller Ewigkeit im Himmel tun? Singen? Tanzen? Gott anschauen? Welche Beziehung besteht zwischen Ihrer Vorstellung vom Himmel und Ihrem Leben heute? Im Religionsunterricht sollte man erklären, wozu Gott die Erde und den Menschen geschaffen hat. Wenn das nicht geschieht, muss man sich fragen, ob sich der Religionsunterricht überhaupt lohnt. Wie sieht es mit der Hölle aus? Für den modernen Menschen ist die Aussicht auf ein ewiges Braten in einer immer brennenden Hölle einfach lächerlich. Vielen fällt es schwer zu glauben, dass ein Gott der Liebe seine Geschöpfe ewig quälen könnte. Für einige ist dieses jetzige Leben ohnehin schon die Hölle genug. Selbst die römisch-katholische Kirche hat ihre Lehre zur Hölle revidiert. Vor 20 Jahren hat Papst Johannes Paul II. Erklärt, dass die Hölle ein Sinnbild für die Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott ist. Er sagte, die Hölle ist kein physischer Ort, sondern ein Zustand. Sie ist der Zustand derer, die sich bewusst von Gott lossagen,
der Quelle allen Lebens und aller Freude. Was sagt die Bibel wirklich? Es mag Sie überraschen, aber beide traditionelle Lehren sind falsch. Sie können die Bibel von vorne bis hinten lesen und Sie werden nichts darüber finden, dass wir nach dem Tod in den Himmel oder in die Hölle kommen. Am Anfang dieser Sendung stellten wir die Frage, was passiert in dem Augenblick, wenn wir sterben? In den Psalmen lesen wir, haucht der Mensch sein Leben aus und kehrt er zurück zur Erde, dann ist es aus mit all seinen Plänen. Im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Die Toten können den Herrn nicht mehr loben. Und König Salomo sagt uns, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Aus diesen Stellen geht eindeutig hervor, dass es nach dem Tod gar kein Bewusstsein mehr gibt. Wie sieht es aber mit dem sogenannten Schächer am Kreuz aus? Hat denn nicht Jesus, als er am Kreuz hing, einem mitgekreuzigten Verbrecher gesagt, dass dieser mit ihm an eben jenem Tag im Paradies sein würde? Zunächst gilt es zu klären, wo das Paradies ist, von dem Jesus sprach. Jesus erwähnte einen Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. In Offenbarung Kapitel 21 und 22 erfahren wir, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und dieser Baum des Lebens wird dann im neuen Jerusalem sein. Erst dann wird der Mensch mit Gott in diesem Paradies zusammenwohnen. Das Paradies, das Jesus am Kreuz erwähnte und in dem der Mensch mit Gott sein wird, gibt es also erst in der Zukunft. Wie können wir wissen, dass dies die Bedeutung der Worte Jesu ist? Zum einen sagt uns die Bibel deutlich, dass Jesus am Tag seines Todes nicht ins Paradies gefahren ist. Stattdessen wurde er ins Grab gelegt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tage nach der Schrift. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ganze 3 Tage und 3 Nächte nach seinem Tod sagte Jesus selbst, dass er noch nicht in den Himmel gefahren war. Jesus lag 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Das war das einzige Zeichen, das er uns dafür gab, dass er unser Messias ist. Und nirgends sagt die Bibel, dass der Leichnam Jesu ins Grab gelegt wurde, während seine Seele gleichzeitig woanders hinging. Jesus wurde begraben und deshalb kann er am Tag seines Todes unmöglich mit dem gekreuzigten Verbrecher im Paradies gewesen sein. Wenn Jesus dem Verbrecher nicht sagte, er würde mit ihm an jenem Tag im Paradies sein, was meinte er dann? Jesu Antwort wird oft missverstanden, weil die Interpunktion in Lukas 23, Vers 43, die im Urtext ursprünglich nicht existierte, die Bedeutung einer gewöhnlichen hebräischen Redewendung entstellt, die zu Jesu Lebzeiten bekannt war. Übrigens, die Interpunktion, wie sie in der heutigen deutschen Bibel erscheint, ist erst viele Jahrhunderte nach dem Abfassen der biblischen Bücher hinzugefügt worden. Vers 43 sollte daher lauten, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Die Bekräftigung mit dem Wort heute war eine gewöhnliche hebräische Redewendung, die häufig im Sinne einer ernsthaften Betonung benutzt wurde. Jesus meinte gar nicht, dass der sterbende Mann an jenem Tag ins Paradies fahren würde.
Jesus ermutigte ihn mit der ernsthaften Bekräftigung, dass eine Zeit kommen wird, in der Gottes Reich auf Erden errichtet sein und der Verbrecher durch eine Auferstehung wieder leben und Jesus wiedersehen wird. Jesus konnte dies voraussagen, weil er die reumütige Geisteshaltung des Verbrechers wahrnahm, der ihn als Messias anerkannte. Wenn Sie, wie der Schächer am Kreuz, in einer Auferstehung aufwachen, werden Sie keine Kenntnis von der Zeit zwischen Ihrem Tod und Ihrer Auferstehung haben. Das ist die Lehre, die Jesus und seine Apostel predigten. Diese Erkenntnis kann uns von Angst und Trauer befreien. Jesus brachte das Evangelium vom Reich Gottes zu Juden, die an die Schriften des Alten Testaments glaubten. Diese Juden glaubten an eine Auferstehung der Toten in einer fernen Zukunft, zu einer Zeit, in der Gott Gericht halten und die Erde erneuern wird. Die Auferstandenen werden einen Körper haben und sichtbar sein. So hat Martha Jesus verstanden, als sie am Grab ihres toten Bruders Lazarus mit ihm sprach. Sie sagte: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Als die Sadduzäer die Auferstehung der Toten ins Lächerliche zogen, widersprach Jesus ihnen und lehrte die Wahrheit der Bibel. In Matthäus Kapitel 22 heißt es dazu: An jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Hier macht Jesus deutlich, dass es eine zukünftige Auferstehung der Toten geben wird. An anderer Stelle spricht Jesus von einer Belohnung für das Volk Gottes zur Zeit der Auferstehung. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Die Lehre der Bibel und die Hoffnung aller Toten ist die Auferstehung, eine leibliche Auferstehung zu einer Zeit, in der alles erneuert wird. Es war der Glaube an die Auferstehung, der die Apostel und die ersten Christen inspirierte, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen. Die Apostel hatten den auferstandenen Christus gesehen und wussten, dass er den Tod überwunden hatte. Sie waren furchtlos, denn nach der Auferstehung Jesu wussten sie, dass ihr schlimmster Feind, der Tod, besiegt war. Dieses Bewusstsein hat sie innerlich verwandelt. Eine ähnliche innere Verwandlung können auch Sie erleben, wenn Sie verstehen, dass dem Tod eine Auferstehung folgt. Wie geht das aber, fragen Sie vielleicht. Im Gegensatz zur Lehre von Himmel und Hölle zeigt uns die Lehre von der Auferstehung, dass wir nach dem Tod ein sinnvolles Leben führen werden. Und der Sinn dieses zukünftigen Lebens gibt dem heutigen Leben auch einen Sinn, der überaus wichtig ist. Der Tod beschäftigt unsere Kultur kontinuierlich.
Es gibt immer wieder Spielfilme, die ein Leben im Jenseits darstellen. Wenn wir aber einmal verstehen, was der Tod wirklich bedeutet, können wir unsere Aufmerksamkeit der Frage widmen, wie wir unser jetziges Leben am sinnvollsten führen. Mit der Auferstehung wird Gott den Toten Gelegenheit geben, eine Aufgabe in seinem Reich auf der Erde zu übernehmen. Als Jesus vom Reich Gottes sprach, meinte er nicht, dass wir gleich nach dem Tod in den Himmel fahren. Er meinte vielmehr die Herrschaft Gottes auf dieser Erde, eine Herrschaft, die alle menschlichen Regierungen ablösen wird. Es ging darum, dass Gott zur Erde kommt und nicht, dass die Menschen in den Himmel fahren. Was bedeutet das für Sie? Es bedeutet, dass Sie ein rechtschaffenes, produktives Leben hier und heute führen sollen, um sich auf eine Aufgabe in der Zukunft vorzubereiten. Wenn man Gottes großartigen Plan für die Menschen versteht, kann man schon heute ein sinnvolles, erfülltes Leben führen. Gegen Ende des 15. Kapitels im 1. Korintherbrief sagt Paulus: Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Unsere Mühe in diesem Leben wird auch nach der Auferstehung Frucht tragen. Wir haben gesehen, dass unsere Gedanken im Augenblick des Todes aufhören, dass wir kein Bewusstsein mehr haben. Im Grab gibt es keine Kenntnis. Der Tod ist wie ein Schlaf, aus dem wir in der Auferstehung erwachen. Wir werden dann nicht im Himmel sein und auch nicht in einer ewig brennenden Hölle. Wir werden auf der Erde sein, aber unter ganz anderen Bedingungen als heute. Mit diesem Wissen um die Auferstehung müssen wir uns nicht vor dem Tod fürchten. Unsere Zukunft ist sicher in Gottes Händen, wenn wir uns für seinen Lebensweg entscheiden. Mit dieser Sendung versuchen wir, Ihnen einen Leitfaden für ein glückliches, produktives und erfolgreiches Leben hier und heute an die Hand zu geben. Wir wollen das heutige Thema zusammenfassen. Die Bibel lehrt, dass es kein Bewusstsein nach dem Tod gibt. Die Bibel lehrt, dass die Hoffnung aller Toten die Auferstehung ist. Die Aussicht auf die Auferstehung soll unser Leben heute prägen. Wir müssen uns weder vor dem Tod noch vor der Zukunft fürchten, wenn wir Gottes Weg einschlagen und auf diesem Weg bleiben. Ich betone dies alles bei Trauerfeiern. Manchmal sprechen mich die Leute nachher an und sagen: Sowas habe ich noch nie gehört. Ich habe schon viele Predigten gehört, aber noch nie hat man mir das erklärt. Es kommt aber aus der Bibel, also muss es stimmen. Letztendlich gilt nur, was das Wort Gottes sagt. Gott hat einen Plan für uns. Unser Leben hat einen Sinn. Daraus können Sie Trost und Mut schöpfen. Gott will uns in seiner Familie aufnehmen. Wir werden nicht wie kleine Engelein auf den Wolken schweben, sondern wir werden Kinder Gottes sein, ihm ähnlich. Das ist die Wahrheit. Und wie Jesus sagte, die Wahrheit macht uns frei. Heute habe ich versucht, Sie zum Nachdenken über den Augenblick Ihres Todes anzuregen. Zu diesem Thema herrschen Verwirrung und Angst. Sie können aber davon frei werden, wenn Sie sich an Gott und sein Wort halten. Zum besseren Verständnis der Themen, die wir in dieser Sendung behandelt haben, bieten wir Ihnen 3 kostenlose Broschüren an. Nach dem Tode, was dann? Himmel oder Hölle, was lehrt die Bibel wirklich? Und das Reich Gottes, eine gute Nachricht. Außerdem bieten wir Ihnen unsere kostenlose Zeitschrift Gute Nachrichten an. Gute Nachrichten hilft Ihnen, die wahre Bedeutung des Weltgeschehens zu erkennen. Sie zeigt Ihnen auch praktische Tipps der Bibel für Ihr Leben.
Sie können unsere kostenlose Zeitschrift Gute Nachrichten und unsere kostenlosen Broschüren Nach dem Tode, was dann? Himmel oder Hölle, was lehrt die Bibel wirklich? Und das Reich Gottes, eine gute Nachricht, auf unserer Webseite www.GuteNachrichten.org bestellen. Heute haben wir uns mit dem Augenblick unseres Todes befasst. Wir haben gesehen, dass die Traditionen von Himmel und Hölle falsch sind. Die Hoffnung der Toten ist die Auferstehung. Der Tod ist wie ein Schlaf. Wir haben gesehen, dass Gott uns durch eine Auferstehung wieder zum Leben erwecken wird. Diese Wahrheit kann Sie von Angst befreien. Der Tod ist nicht das Ende von allem. Danach kommt eine Auferstehung. Wenn Sie das verstehen, kann Ihr Leben heute ganz anders werden. Fangen Sie an, Ihr Leben in Erwartung der Auferstehung von den Toten zu führen. Vergessen Sie nicht unsere kostenlose Literatur und erzählen Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden von uns. Für Beyond Today sprach Paul Kiefer. Danke fürs Zuschauen.